Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Festival. Wir sind hier am Lausitzring beim großen 1000er Superbike-Vergleichstest der Zeitschrift Motorrad ab 15. Mai im Zeitschriftenhandel. Mit dabei alles, was Rang und Namen hat. Natürlich die Neuheiten der Saison 2015, die RSV4 RF von Aprilia, die neue R1 Yamaha, die normale, nicht der M-Version. Mit dabei die 1299er Ducati Panigale mit dem Öl ins EAS elektronischen Fahrwerk. Mit dabei natürlich eine top ausgestattete BMW S1000 RR, quasi die Titelverteidiger. Die 4 Neuheiten treten an gegen die 3 bekannten Tausender, die CBR 1000, die Fireblade von Honda in der SB-Version, gegen die ZX-10R Ninja von Kawasaki und gegen die Suzuki GSX-R 1000. Schau mal, welches Motorrad hat welchen Charakter, welches Motorrad passt zu dir, welches Motorrad überrascht möglicherweise und welches der aktuellen Superbikes legt die schnellste Superzeit hin. Zieht euch das Video mit rein. Es sind ja hier viele Videos auch mit diesem Video hier verknüpft. Wir haben hier viel gedreht, viele Onboard-Aufnahmen für euch gemacht, damit ihr hier nichts verpasst. Abonniert den Kanal und klickt euch durch, lehnt euch zurück. Wird ein geiler Tag. Rainer, der Test ist jetzt soeben losgegangen. Ja? Es ist ein unglaublicher Druck auf die Fahrer, nicht zu stürzen. Wie schafft er es, dass er der Fahrer aussucht, die nicht stürzen? Drücken voll an und stürzt nicht. Wie geht das? Ja gut, das ist eine Routine auch von den Fahrern. Ja, das ist auch das Alltägliche, was sie machen. Weißt du? Das ist ja ihr Job auch und die Routine, die sie ausstrahlen, auch die Ruhe. Ne? Also sie gehen jetzt nicht her, sind super nervös. Du siehst, sie sitzen jetzt auch da, 2, die jetzt gleich einfach fahren werden. Und sie haben innere Ruhe auch, weißt du, und das spiegelt sich ja auch beim Fahren wieder. Und hattet ihr schon mal einen Test, der nach 5 Minuten zu Ende war, weil ein Vergleichsmoped eingeworfen wurde? Nein. Wirklich noch nie? Ich habe jetzt auf eine geile Geschichte gewartet. Ja, für die Quote. Nein, wir hatten schon sicherlich im Vorab, wenn wir die Fahrwerke rausfahren und einstellen für die jeweiligen Rennstrecken, schon mal einen Ausrutscher, ja. Aber nicht so, dass es schwere Stürze. Wir haben also einen Ausrutscher ins Kiesbett, holst es raus, machst das Motorrad wieder sauber, war fahrbereit, kannst weiterfahren. Freddy, the GSX-R, quite an old bike, but still well balanced, huh? Yes, for sure. More movement compared with the Honda, but also a little bit more horsepower, top end, and yeah, easy to control mid corner. You can go fast mid corner, easy. Even it's surprising. The bike is quite heavy, but anyway, you can go really fast. Okay, and if you compare the lap times to the other bikes, what are you missing more? Electronics or the horsepower? Yeah, for sure, the brakes and the entry. The bike is possible to enter into the corner very fast, for sure. But the strongest part for this bike is still easy, follows the track, but these brakes are not good for the track. The brake stopping power is okay, but the ABS system is stopping you. It's the lever is moving more than the Honda. It's all the time moving, so you don't really get the stopping power into the corner. But straight is okay. But okay, so the electronic package is not so modern like on the other bikes. What about the power curve? About the power delivery? Power delivery is easy. No traction control, but easy to slide out from the corner. You can really feel the limit. Yeah, I like the bike. For sure, it's not a bad bike. It's put some more effort into this bike. This can compete for the top. Okay, thank you. Yeah. Hallo Carsten,
Du hast den härtesten Job hier. Du nimmst dir die Rundenzeiten, die dann wirklich auch fürs Heft genommen werden. Der Thomas macht ja nur ein bisschen Spielzeugsachen. Wieso hast du diesen verantwortungsvollen Job bekommen? Ich bin der beste Stopper hier im Feld. Okay, gut. Auf welchem Rundenzeitenniveau werden wir unterwegs sein? Was waren so die ersten Runden jetzt? Ja, wir haben uns er hat sich erst gerade eingefahren, jetzt sind wir bei 1,50. Und ist das eine Rundenzeit, wo man hier am Lausitzring sich nicht schämen muss? Schämen auf gar keinen Fall, aber es geht noch ein bisschen schneller, denke ich. Na gut, dann bleiben wir dran und schauen wir, was die Rundenzeitliste heute am Abend bringt. Alles Gute. Ja? Jo, danke. Ich gehe gerade zurück mit der Repsol Fireblade. Wunderschön ist sie ja, aber die Honda-Leute sind natürlich ein bisschen hinten nach mittlerweile mit der Technik. Fühlt man das auch auf der Strecke? Ja, fühlt man. Honda ist ein wunderschönes Motorrad, lässt sich relativ gut fahren, aber man merkt, die Leistung hat einfach nicht so viel Leistung. Kein Schaltautomat, keine Traktionskontrolle. Großer Vorteil ist, sie ist sehr bremsstabil. Also das ist, macht Riesenspaß. Okay, und jetzt gibt es Leuten, denen man die Honda trotzdem noch empfehlen kann? Hat sie ihre Stärken, hat sie ihre Berechtigung oder ist sie jetzt einfach schon zu alt und spielt nicht mehr mit in der Liga? Ja, ich denke, jedes Motorrad hat ihre Berechtigung und jeder hat ein bisschen eine Vorliebe. Ich finde nach wie vor, dass Honda ein sehr gutes Motorrad ist. Man kann Spaß haben mit dem Motorrad und es gibt da einige, die Leistung nicht ganz im Griff haben und ich sage mal, die Honda reicht überall aus. Ich denke mal, das ist auf der Landstraße ein sehr, sehr gutes Motorrad. Okay, ja, für uns radikalen Supersportler ist es halt selten ein cooles Lob, wenn man sagt, ja, sie ist gut auf der Landstraße, aber keine Frage, in der Praxis immer gute Eisen. Von der Rundenzeit her, was sagt dein Gefühl oder hast du schon nachgesehen, wie viele Sekunden fehlen da zu den radikalen Top-Bikes? Nachgesehen habe ich noch nicht, aber ich denke mal, 1,5 Sekunden werden das. 1,5, 2 Sekunden. Okay, danke. What will be your first bike in this test? The Kawasaki will be the first bike, so we are looking forward to see the performance. But the real stars of the test are these 4 bikes, which we have here, the new bikes, so we see what happens. Okay, and we just talked about the fact, because it's a very important test, or a lot of people are working here, and if one of you is crashing, the test is over, so a heavy pressure. Huh? Yeah, for me not so much because I'm the last rider, so it'll be okay. The lap times are first with Kelly and second with Freddie, so I'm the third rider, so it's less pressure. But we always try to keep the limit controlled. Yeah, thank you. First turn here today with the Kawasaki. Was it a good start in the day? Yeah, it was good. This is maybe not the best bike for this track, but feeling it's okay. Tires are working well, so we will see the next rounds how it goes. Okay. You said it's not the best bike for this track. What do you think? What are the weak points of the Kawasaki here? I think especially the handling, because the bike is not that fast getting into the corners or in the chicanes like the new bike, so this point will make the bike a little bit slower. But the power of the engine is enough here for the long straights? Yeah, power is okay, but it gives the power in the high reps, so you need a little bit more of middle response here, and also the gearing is a little bit long, so you have to use first gear in some parts, which makes you have to change your mind. But it's still not an old bike, it can still compete with the newest models, huh? Yeah, I think it can. It has electronics, traction control, so it's close with a good setup, can be close to them. Okay, thank you. You're welcome.
Ja, hallo Uwe Geier von Metzeler Deutschland. Uwe, du weißt, wir haben ja hier den großen Tausender Vergleichstest mit den 4 Neuheiten, aber auch mit den Motorrädern der vergangenen Saison. Da sind natürlich die Motorräder die Hauptdarsteller. Die Reifen sollen, wie soll ich sagen, eigentlich gar nicht in Erscheinung treten, sondern einfach nur gut funktionieren und vor allem auf allen Motorrädern gleich gut funktionieren. Wie denkst du, welcher Reifen ist da die optimale Lösung für so einen Test? Ja, zumal ist, oder wie du schon richtig gesagt hast, so ein Einheitsreifen ist natürlich eine gerechte Geschichte, um wirklich die Feinheiten der Fahrzeuge rauszufahren und nicht etwa einen Vorteil davon zu haben, dass vielleicht ein Reifen oder ein Produkt auf einem Fahrzeug besonders gut funktioniert und auf dem anderen eben schlechter. Und da kommen wir auch schon zum eigentlichen Kern der Frage. So ein Testreifen, Einheitsreifen muss eben so gut oder so eine große Bandbreite bieten, dass er auf allen Fahrzeugkonzepten ordentlich funktioniert, eine solide Performance bietet und damit in den Hintergrund tritt. Ne? Also Grip ist da, Lenkpräzision ist da, Feedback, Verschleiß etc. pp. Ist bei allen Fahrzeugen bis jetzt sehr, sehr gut. Jetzt nach dem ersten Testtag und damit haben wir mit dem Racetec R K3, wir sind heute also die straßenzugelassene Mischung gefahren, für den ersten Testtag die richtige Wahl getroffen. Okay, und morgen greifen wir dann richtig an, um die Rundenzeiten purzeln zu lassen. Da wird dann, glaube ich, die Zweiermischung montiert, oder? Richtig, genau. Da fahren wir weiterhin profilierte Rennreifen, also den Racetec RR K2, also die Rennmischung sozusagen. Und damit ist natürlich nochmal eine extreme Zeitenverbesserung möglich. Zurück mit der Panigale. Die anderen Kollegen, die jetzt nicht so routiniert sind, sind immer ziemlich fertig zurückgekommen mit der Panigale. Du wirkst aber relaxed. Keine Anstrengung für dich, oder wie? Gut, Anstrengung ist genauso, aber ich bin 3 oder 4 Runden gefahren. Das geht noch in meinem Alter. Panigale braucht ein bisschen mehr Kraft. Sie hat sehr viel Bewegung auf der Geraden. Handling ist super schön. Und der Motor über 200 PS, fühlt man die Power hier am Lausitzring? Ja, die fühlt man. Speziell Kurvenausgang, hat richtig gut Leistung. Ist ein bisschen ein Unterschied zu den anderen Motorrädern. Man fährt oft einmal einen Gang höher wie mit den anderen. Okay, und hier hat man ja ganz üble Bodenwellen teilweise am Lausitzring. Das elektronische Fahrwerk von Öhlins, wie schlägt sich das da? Gut, funktioniert gut. Wie gesagt, auf der Geraden ist es ein bisschen unruhig, hat ein bisschen viel Bewegung drin, aber sonst ein sehr schönes Motorrad. Na gut, dann schauen wir mal, wie die Rundenzeiten waren. Ich habe es noch nicht geprüft. Wie ist dein Eindruck? War's gut dabei mit der Panigale? Ich denke schon, ja. Na gut. Hat Spaß gemacht. Kellem, Yamaha 1, Yamaha-Jungs erzählen uns immer, das ist quasi von der Rossi seiner M1-Maschine abgeleitet. Fühlst du da auch ein bisschen den Rennfahrer-Spirit drin in der Maschine? Ja, auf alle Fälle. Yamaha hat einen riesen Schritt gemacht. Das Motorrad macht einen riesen Spaß. Alleine der Sound macht schon so viel Spaß. Das Motorrad vermittelt ein sehr gutes Gefühl und wie gesagt, ein sehr gutes Motorrad. Okay, und dann hat ja Yamaha auch hier wirklich viel selbst entwickelt bei der Elektronik mit 6 Achsen, Gyrosensoren und bla bla bla. Wie geht es dir mit dem elektronischen Gesamtpaket hier mit der Yamaha? Gut, wie gesagt, das elektronische Gesamtpaket funktioniert perfekt. Traktionskontrolle funktioniert alles sehr, sehr gut. Ja. Und du bist ja vorher direkt mit der Aprilia gefahren. Das ist ja, gilt ja als das Handling-Wunder. Die Yamaha, glaube ich, ein bisschen mehr in Richtung Stabilität getrimmt. Bist du da gegangen am Kurveneingang? Ja gut, wie schon gesagt, das Motorrad liegt sehr gut. Ein kleiner Unterschied ist zur Aprilia. Aprilia ist natürlich vom Handling sehr gut, aber die Yamaha ist nicht recht viel schlechter, macht auch riesen Spaß. Von der Leistung her extrem gut, also wirklich ein sehr, sehr gutes Motorrad. Was glaubst du von deinen Rundenzeiten? Wie liegst du da im Vergleich zur Aprilia? Mit der hast du ja vorher eine persönliche Bestzeit hingelegt. Wie liegst du, glaubst du, mit der Yamaha? Vom Gefühl her glaube ich, ist ein Ticken langsamer, die Yamaha. Na, werden wir gleich schauen, was die Rundenzeiten gesprochen haben. Danke. Ja. Danke auch.
Kelly, jetzt hast du gerade schon Rundenzeiten erfahren. Hat es dich überrascht, die Rundenzeit mit der BMW? Hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Eigentlich habe ich gedacht, mit der BMW wäre ich schneller, hat sich zumindest schneller angefühlt. Aber das sagt nicht immer alles. Gell? Also die hat sehr viel Leistung. Handling ist gut, aber die Ducati ist einfach vom Power her untenrum sehr schön und lässt sie dann geschmeidig fahren. Also auf alle Fälle geil für die Zuseher und die Leser. Es wird spannend, es wird knapp, oder? Es wird spannend, ja. Sehr spannend. Okay, und dann der BMW ist ja für mich, bin ja nicht so der flotteste Fahrer, der Schaltassistent, wo man rauf und runter schalten kann, ohne Kupplung, eine Sensation. Wie ist es für dich als Profi, der ja früher ganz ohne Schaltassistent gefahren ist schon? Gut, für mich ist es natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade das Runterschalten, aber es funktioniert perfekt. Also man kann sich wirklich gut drauf verlassen und es ist schon eine Erleichterung. Okay, und jetzt hat die BMW ja auch ein elektronisches Fahrwerk. Die Ducati hat aber die feinste Ware für Ölins drin, wo die Hardware wahrscheinlich ein bisschen hochpreisiger und auch hochwertiger ist. War das hier der Nachteil an der Suspension-Hardware vielleicht im Vergleich zu Ducati? Schwierig zu sagen. Jedes Motorrad hat irgendwo Vorteile und Nachteile. Wie gesagt, funktionieren ähnlich. Ich habe mir, wie gesagt, gedacht, dass ich vom Gefühl her wäre ich mit der BMW schneller gewesen. Also ich habe mich anstrengen müssen. Okay, vielleicht weil die BMW auch ein bisschen einfacher zum Fahren ist oder ein bisschen gutmütiger zum Fahren ist. Ja, Ja, es fühlt sich gutmütig an, aber die Rundenzeiten sagen identisch, also sind es gleich schnell eigentlich. Ja. Super, ja, danke. Freddie, the Scandinavian Viking on the Italian beautiful Aprilia. How was the trip? Yeah, for sure. Fantastic. It's my word. You like it? It's a real race bike, I think, yeah? Yeah, and it's so well set up for so easy. You know, it's so fast and so easy to control out from the corner, but especially you can have this MotoGP feeling into the corner. You can really go completely full speed into the corner. Yeah, as I heard it from the other colleagues, the big benefit of the Aprilia is the cornering entry. Huh? Yeah, for sure. That's no discussion. This is so easy to go into the corner. You can, if you get a slide in the rear, you don't mind. But if you get this with the Ducati or with the BMW, you have some small problem. And out of the corner, is the Aprilia stable enough? It's so stable. They must have done something really good in the past years, because last time I tested this one, it was not so good, especially mid-corner. Mid-corner the bike didn't have any grip, but this bike, for sure, this is one of the best. Yeah, maybe it's a good moment to go on this bike, because it's not complete new, but it's well prepared, well developed, with a lot of small improvements. Yeah, a lot of good improvements. And compared with the BMW, you know, BMW supposed to be the best or a very good street bike to go with stability and stuff. But the Aprilia is much more stable out from the straight and everything. So well, they have done such a good adjustments on the bikes. Okay, and they ride 200 horsepower, same to the BMW, but does it have the same power like the BMW, you think? It doesn't feel, but it is really fast, and you can. Okay, one thing, if the Aprilia is one of the fastest bike on this track, it's possible. One thing that will help it is the gearing. This gearing is on the stock bike. Suits perfect for this track, so maybe sometimes this is a little bit better for the Aprilia. But Tja, der Tag 2 hier beim großen Motorrad Superbike-Vergleichstest ist jetzt
so gut wie gelaufen. Die Rundenzeiten wurden genommen und die ganzen Messergebnisse, Rundenzeiten, Rider Statements, Data Recording, Messwerte, die kommen ja alle in der Trafik am 15. Mai. 2 Wochen später gibt es dann auch noch den Landstraßenvergleichstest. Dann schauen wir, wie die ganzen Mopeds hier auch auf der Landstraße fahren. Jetzt beim Test war das so, wie soll ich sagen, 2 verschiedene Ligen. In der einen Liga waren da schon die etwas angegrauten Motorräder, die 3 Japaner, die dann nicht mehr ganz die Top-Rundenzeiten mithalten konnten, also die Suzuki und die Honda, ein bisschen darüber die Kawasaki, die dann schon ein bisschen schneller war. Und da ein irrsinnig knappes Duell an der Spitze zwischen der BMW, zwischen der Ducati und zwischen der Yamaha. Die waren sehr dicht beisammen bei den Rundenzeiten, aber die Aprilia hat es geschafft, hier nochmal eins draufzusetzen. Sie war bei allen Fahrern das schnellere Motorrad, war beeindruckend hier auf der Strecke. Ob das auf allen Strecken so ist, vermutlich eher nicht, aber so ist es bei einem Vergleichstest. Hier bei dieser Momentaufnahme auf dieser Strecke, dichtes Duell an der Spitze und die Aprilia konnte ihren Handling-Vorteil in den Kurven gnadenlos umsetzen. Aber zieht euch die einzelnen Testvideos hier rein, die wir gemacht haben. Da gibt es sehr, sehr viele Informationen, harte Infos, geile Schräglagenaufnahmen mit der Gyrocam in den Radien hier. Zieht euch die ganzen Videos rein. Nur hier bei uns habt ihr wirklich viele, viele Rider-Statements mit drinnen von den Top-Testpiloten von Motorrad. Und wenn ihr natürlich alles wissen wollt, müsst ihr euch das Heft kaufen. Seitenweise Insider-Infos hier vom Test. Nicht verpassen, liebe Tausender Supersportfans.